Ramadan. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn jemand den Monat Ramadan erwähnt? Neben dem Fasten denkst du sicher an das Tarawih-Gebet, nicht wahr? Tarawih in der Moschee, 20 Rak'ahs, eine vollständige Rezitation des Korans, Khatma, müde Füße und die Stimme des Imams. Doch lass mich bitte meinen Standpunkt offen darlegen. Der Ramadan ist ursprünglich der Monat des Korans, nicht der Monat des Tarawih-Gebets. Als Allah subhanahu wa ta'ala den Ramadan im Koran erwähnte, sagte er in der Sure Al-Baqarah, der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung. Er sagte nicht, der Monat Ramadan, in dem das Tarawih-Gebet vorgeschrieben wurde. Nein, er sagte vielmehr, in dem der Koran herabgesandt worden ist. Unser Buch, unsere Verfassung und die größte Gnade, die es derzeit auf Erden gibt. Ja, das Tarawih-Gebet ist ein großartiger Gottesdienst, aber es ist eine Sunna, keine Bepflicht. Der Koran hingegen ist der Ursprung der Botschaft. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam bepflegte den Koran im Ramadan mit Gabriel zu wiederholen. In seinem letzten Ramadan auf dieser Welt wiederholte er den gesamten Koran zweimal mit Gabriel, um sicherzustellen, dass er die Botschaft vollständig übermittelt hatte. Das bedeutet, dass der Koran das Zentrum dieses Monats war. Und jetzt lass mich dir bitte eine aufrichtige Frage stellen. Wenn wir in die Moschee gehen, um 20 Rak'ahs zu beten, und in manchen Moscheen dauert es noch länger, sind wir dann wirklich bei all diesen 20 Rak'ahs konzentriert? Also machen wir wirklich Khushu' oder schweifen unsere Gedanken nach der zweiten oder dritten Rak'a ab? Unser Körper steht zwar da, aber plötzlich ist das Herz nicht mehr präsent. Stimmt es? Die Frage lautet also, ist das Ziel die bloße Anzahl der Rak'ahs oder ist das Ziel, dass der Koran, der in diesen Rak'ahs rezitiert wird, in mein Herz dringt? Ich bin der Ansicht, dass wenn man beispielsweise nach dem Isha-Gebet eine Stunde reserviert, um in Ruhe zu sitzen, eine einzige Sura mit Bedacht Tadabbur zu lesen, deren Tafsir aufzuschlagen, die Bedeutungen zu verstehen und nur einen einzigen Vers in seinem Leben umzusetzen, dann ist das die wahre Investition. Anstatt meinen Körper jeden Tag mit einem langen Gebet zu erschöpfen und 2,5 Stunden meiner Zeit zu verlieren, wenn man den Hin- und Rückweg mitrechnet, während ich mich nur auf einen kleinen Teil davon konzentrieren kann. Der Ramadan ist kein Wettlauf der Zahlen, kein Wettlauf der Koranabschlüsse und kein Wettbewerb darüber, wer mehr gebetet hat. Der Ramadan ist eine Schule, eine Sitzung mit dem Koran mit Nachdenken und Ruhe, allein zu Hause oder vielleicht mit dem Ehepartner oder den Kindern, kann dein Herz mehr verändern und ein Segen für die Umma sein, als 20 Rak'ahs, bei denen man geistig abwesend ist. Noch ein weiterer Punkt, die Sira. Wie stehst du in Bezug auf die Biografie des Propheten im Ramadan? Die Lektüre der Sira im Ramadan hat einen besonderen Geschmack. Es ist, als ob man in dieser Atmosphäre zum Gesandten Allahs reist, sei es während des Fastens vor dem Iftar oder in einer Sitzung nach dem Iftar und der Arbeit anstelle der Zeit für das Tarawih-Gebet. Wenn du zum Beispiel über die Schlacht von Badr lesen, die im Ramadan stattfand, oder über die Eröffnung Mekkas oder über das nächtliche Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann hast du das Gefühl, du erlebst Ramadan mit ihm. Das schafft eine wunderschöne Erinnerung an diesen Monat. Ich erinnere mich, als ich vor Jahren die Sira zum ersten Mal gelesen habe. Es war ein unvergessliches Mal, weil es im Ramadan war. Ich las mit Bedacht, nicht flüchtig oder nur um die Zeit vor dem Iftar zu füllen. Dieses Mal das Wissen, der Glaube und die Liebe zum Propheten und seiner Biografie, die damals in mein Herz drangen, begleiten mich bis heute. Auch wenn ich die gesamte Sira oder viele Ereignisse daraus später in meinem Leben oder Studium erneut gelesen habe, bleibt jedes Mal das Wichtigste. Denn ich habe damals die geistige Anstrengung und die nötige Zeit investiert, um über die Biografie des Propheten zu reflektieren. Übrigens, du kannst hier kostenlose PDF-Bücher über die Koran-Tafsir, die Sira und die Wunder des Propheten finden und sie ganz einfach auf deinem Smartphone lesen. Also, abschließend möchte ich betonen, dass ich das Tarawih-Gebet nicht abwerte. Wer darin Demut, Khushu' findet und davon profitiert, soll es tun, jeden Tag, wenn er kann. Es ist eine große Gnade, also die Annäherung an Allah durch Gebete. Doch wenn meine Energie begrenzt ist, werde ich sie in den Ursprung investieren, beziehungsweise den Koran, denn er hat in diesem Monat Vorrang. Danach widme ich mich anderen Büchern als zweiter Aktivität nach dem Koran. Der Ramadan ist der Monat des Korans, also mach doch den Koran zu deinem Hauptanliegen. Lass mal die spirituellen Sitzungen in deinem Zuhause die Erinnerung sein, die du jedes Jahr mit dem Ramadan verbindet, und nicht die Stimme des Imams beim Tarawih, während du körperlich erschöpft und geistig abwesend bist. Das ist die richtige Investition, finde ich.
Und das ist es, was bleibt, wenn der Ramadan vorüber ist. Ich wünsche euch allen einen glücklichen und gesegneten Ramadan. Möge Allah uns nützliches Wissen lehren, unser Fasten, unsere Gebete und unsere Koran-Rezitation annehmen und uns vergeben. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.